Ahoi, Mios Kapitais, hier ist wieder eure Suistar, zurück mit einem neuen Video und wir haben heute mal eine ganz neue Videoreihe und zwar die How-to-Play-Videoreihe. Wir fangen an mit dem Thema Zerstörer. Viele haben gefragt so, ey, wie spiele ich die Klasse, wie spiele ich dieses Schiff und so weiter und so fort. Deswegen dachte ich mir einfach mal, ich mache so eine kleine Aufklärung, weil ich bis jetzt auch tatsächlich zum Thema Legends noch nichts Wirkliches auf YouTube gefunden habe und kläre euch mal so ein bisschen auf. Fangen wir also mal an mit den DD-Arten. Da hätten wir einmal Torpedoboote, Kanonenboote und Alleskönner. Ich habe alles extra mal so wirklich auf Deutsch gelassen. Ich habe es ja öfters mal mit meinem Denglisch, aber da wurde sich auch schon tatsächlich beschwert, weil ich eben diese englischen Begriffe des Öfteren nutze. Das kommt einfach durch Spielen automatisch und habe echt geschaut, dass ich es mal auf Deutsch lasse. So, unter Torpedoboote haben wir unter anderem Japan, die Kagero-Reihe. Ich habe mit Absicht die Reihen dazwischen geschrieben, weil es eben auch noch weitere Reihen gibt, welche ins Spiel kommen könnten und dann auch unter andere Kategorien fallen würden. Zum Beispiel würde als Japaner noch unter anderem die Akitsuki kommen, wenn sie auf Tier 7 wäre. Die würde dann unter Alleskönner fallen, weil sie sowohl als auch in Torpedos sehr stark ist, als auch in den Kanonen. Und es gäbe noch die Grossevoy-Linie, beziehungsweise wäre es dann wahrscheinlich die Udeloi, weil wir ja bei den russischen Zerstörern Tier 9 als Tier 7 haben. Und das wäre dann ein Kanonenboot, beziehungsweise sind ja die Torpedos auch nicht so schlecht. Ich würde sie trotzdem eher als Kanonenboot setzen. So, zum Thema Kanonenboot, jetzt sind wir mal in der Kategorie, da haben wir Russland-Taschkent-Reihe, wir haben Großbritannien, wir haben Frankreich und eben die Alleskönner, sprich Deutschland und Amerika. Warum Alleskönner? Weil die Deutschen, sowohl auch Amerikaner, sehr gut in Torpedos eigentlich sein können, aber auch im Kanonenkampf, also sprich, die Kanonen sind auch nicht wirklich ohne, können auch böse Schaden anrichten. Und ein kleiner Funfact zum Thema Kanonen. Tatsächlich haben die Japaner sehr starke Kanonen. Allerdings, was es wieder ausbremst, ist die Nachladezeit der Hauptbatterie. Deswegen nutzt man eben die Japaner größtenteils als Torpedoboote. Außer es wäre jetzt natürlich die Akitsuki-Reihe, weil da geht man tatsächlich eher auf Kanonen als auf Torpedos. Die nutzt man zwar auch, aber die Kanonen sind da sehr effektiv. Das war es auch schon mal so mit der kleinen Einleitung zum Thema, welche Arten der Zerstörer es gibt. Und dann sehen wir uns im zweiten Part gleich wieder, indem wir einfach mal die erste Reihe vorstellen. So, ich habe jetzt tatsächlich Tier 5 gewählt, einfach aus dem Grund, weil Tier 5 so, das sage ich mal, mittelklassige ist. Also man kommt sowohl als auch mit Radar rein, als auch ohne, einfach um mal den generellen Einblick zu haben. Hier noch ein kleiner Punkt zum Thema IGN-Kreuzer. Also IGN ist so gesehen, oder IGN ist so gesehen das Kürzel für Japan. Und da haben wir auch mal die Stärken sowie auch die Schwächen eines japanischen DDs. Zum einen haben sie eine sehr gute Verborgenheit. Sie haben sehr effektive Torpedos. Die Schwächen sind eben die lange Nachladezeit der Hauptbatterie, obwohl diese sehr stark ist. Weniger Trefferpunkte als andere Nationen ist das zweite, also sprich, als IGN-DD hat man halt nicht so viel HP wie jetzt zum Beispiel ein US-DD. Deswegen immer wirklich mit der Verborgenheit spielen, das ist sehr wichtig. Wir fahren jetzt hier mal auf die linke Seite und dann geht es auch gleich weiter mit dem Erklären, wie fahre ich einen japanischen Zerstörer richtig. Warum wir jetzt zum Beispiel nach links fahren, kann ich auch mal gleich mit erklären, weil jetzt zum Beispiel links kein einziger Zerstörer ist, sprich, die Schiffe dort haben keinen Spot. Die haben zwar einmal hier einen Kreuzer, die Krasny-Krim, wir haben aber ansonsten nur 2 Schlachtschiffe und die brauchen einfach den Spot, damit etwas auf ist. Unter anderem gucken wir mal ganz kurz, haben wir zufällig ein Radar dabei? Nein, leider nicht. Das wäre jetzt tatsächlich noch schön gewesen, weil dann hätte ich das auch gleich mit erklären können. Was halt sehr wichtig ist als Zerstörerfahrer, wirklich Leute, lernt eure eigene Reichweite kennen, sprich wann ihr aufgeht und lernt die der Schiffe kennen. Also gerade von Radarschiffen ist es extrem wichtig zu wissen, wann genau kann ein Schiff radern, wie weit und so weiter und so fort. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ihr als Zerstörer auswendig wissen solltet, also wirklich wissen solltet, weil dann wisst ihr ganz genau, so und so weit kann ich fahren, ohne dass ich weder im Radar noch geschweige denn aufgehen kann. Und somit könnt ihr auch ganz anders fungieren, als wenn ihr halt wirklich, sag ich mal, reinfahrt, aufgeht und dann eigentlich wirklich von allen Seiten beschossen werdet. So, jetzt fangen wir mal mit dem nächsten Punkt an, in Klammern, wie torpediere ich richtig? Wir haben jetzt hier eine Queen, wir haben eine Arizona, was ist daneben? Die California. Und ihr seht ja jetzt auch schon hier diesen weißen Strich, was ich ganz gut finde hier bei Legends. Ihr seht zum Beispiel auch außer Reichweite, also sprich, wir können jetzt so gar nicht torpen. Machen wir jetzt auch noch nicht, wir fahren natürlich näher ran, das ist das Erste. Das heißt, wir düsen da jetzt mal in Klammern hoch.
2 DDs, beziehungsweise alle 3 DDs wurden rechts gespottet. Das heißt, wir hätten hier tatsächlich DD-freie Zone. DDs hätten wir hier, Akasta, T61 und Gepard, also alle 3 tatsächlich stärker als wir. Da wäre es eher so, wir müssen die, ich überlege gerade, wie heißt das deutsche Wort, also auf Englisch wäre es outspotten, also sprich, wir müssen sie aufhalten, ohne dass wir selber aufgehen, damit einfach unser Team drauf fungieren kann, was natürlich auch nicht immer einfach ist. Also ich sage auch ehrlich, ich kriege es auch nicht immer hin, aber es ist machbar. So, jetzt sind wir in Torpedoreichweite. Ganz wichtig, wir sehen jetzt hier vor uns einen Flieger. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht aufgehen. Und jetzt seht ihr hier diesen weiße Linie. Das ist immer so die Vorgabe, wie ihr torpedieren könnt. Meistens trifft es auch tatsächlich. Und wir haben ja auf der Fubuki zum Beispiel sehr, sehr viele Werfer. Das heißt, wir werfen wir jetzt zum Beispiel dahinter. Da können wir bei der Queen weitermachen. Da werfen wir einen hier in dem Bereich und einen hier in dem Bereich. Warum ich nicht genau auf die Linie ziele? Ganz einfach, weil das Schiff immer wieder auch die Möglichkeit hat, rauszudrehen. Somit, wenn wir ein bisschen, sage ich mal, differenziert werfen, kann es natürlich passieren, dass das Schiff trotzdem reinfährt. Weil wenn wir genau auf die Linie gehen, dann werfen wir genau so, wie das Schiff gerade fährt. Und deswegen setze ich immer ein bisschen anders an, weil es dann auch nochmal in Klammern ein bisschen mitberechnet, wenn das Schiff drehen würde. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig. Und gerade die Japaner, man kann sie tatsächlich auch mit den Kanonen nutzen, würde ich aber eher weniger empfehlen. Da würde ich sogar eher auf Torpedos gehen. Wenn noch so ein kleiner Rest HP ist, dann könnt ihr natürlich auch die Kanonen mitbenutzen. Aber vom größten Teil her wirklich nutzt bei den Japanern die Torpedos. Die sind einfach wahnsinnig effektiv. Ihr könnt sehr viel outspotten, ihr geht nicht auf. Nutzt das einfach. So, nächstes Ziel jetzt hier die California, die fährt hier ja ganz fleißig. Wir haben auch gleich wieder Torpedos nachgeladen. Das heißt, wir warten jetzt mal kurz und müssen natürlich darauf aufpassen, dass wir nicht aufgehen. Weil das Ding ist, wenn wir aufgehen, deswegen auch Leute niemals nebeln, nachdem ihr im Prinzip eure Torpedos abgeworfen habt. Aus dem einfachen Grund, weil dann einfach das Schiff weiß, okay, der Zerstörer ist da jetzt. Also werde ich jetzt natürlich auch abbremsen oder sonstiges. Ne? Dann weiß er ganz genau, okay, ihr seid da jetzt. Und reagiert natürlich auch dementsprechend. Ich hoffe, ich habe jetzt auf das richtige Schiff gezielt. Ja, sieht ganz gut aus. Natürlich ist jetzt auch hier ein Flieger. Das kann passieren, dass der Flieger auch mal Torpedos aufmacht. Also deswegen ist es nicht ganz garantiert. Aber mal gucken. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also ihr seht, könnte natürlich einiges treffen. Werden nicht alle treffen, weil ich ja alle verschieden geworfen habe. Aber einer trifft mindestens, wenn nicht sogar 2. Na, einer war es. Aber egal, er hat Flooding. Das ist schon mal ganz wichtig. Ist auch übrigens ganz, ganz wichtig zu wissen, als kleiner Tipp für diejenigen, was es nicht wissen, wenn ein Schlachtschiff brennt oder zum Beispiel auch eine Flutung hat, hat er immer 20 Sekunden, in dem er abklingt. Also Abklingzeit nennt man das. Oder auf dem englischen Begriff Damage Con. Das sagt man zum Beispiel gerade im Competitive, also zum Beispiel gewertete Gefechte oder auch in Clan War sagt man zum Beispiel Damage Con. Einfach so der englische Begriff dafür. So, jetzt haben wir hier das nächste Schiff. Da können wir auch mal hinzielen. Einmal so. Und einmal so natürlich. Und ihr seht, es funktioniert einwandfrei. Natürlich können wir jetzt auch schießen, aber dann weiß die Arizona ganz genau, okay, da ist ein DD, also ziehe ich da ab. Da sind jetzt 2 Schlachtschiffe. Ich denke mal, die bekommen es hin. Wir werden jetzt ein bisschen die Mitte verteidigen, weil das können wir auch sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass die jetzt nicht unbedingt abdreht. Was auch ganz wichtig ist als kleiner Tipp, ihr seht hier zum Beispiel, jetzt sieht man, dass es vom Gas runtergeht, sprich der Zähler bzw. die Anzeige geht nach rechts. Also sie bremst gerade volle Möhre ab. Das könnte natürlich passieren, dass wir deswegen auch nicht treffen, aber mal überraschen lassen. Vielleicht trifft ja trotzdem was. Sehen wir ja gleich. Fahren jetzt auf jeden Fall mal Richtung Cap. Ein Torpedo hat getroffen, bei und tot. Hier haben wir die Omaha, da wird es ein bisschen schwieriger, weil Kreuzer natürlich schneller sind als Schlachtschiffe. Unter anderem haben sehr viele Kreuzer auch Hydro. Da kann man natürlich auch nie wissen, hat er jetzt gerade das Hydro gezündet oder nicht. Das ist dann eher so auf gut Glück, ne? Also das ist dann ein bisschen schwieriger. Fahren wir mal also Richtung Omaha. Ganz wichtig, auf den Flieger aufpassen, aber wir sehen gerade, er landet. Also sobald er runtergeht, landet er natürlich. Da haben wir dann ein bisschen weniger Probleme. Ist auch ganz wichtig, tatsächlich. Da müssen wir immer aufpassen, wenn ein Flieger in der Nähe ist, weil der natürlich auch in unsere Richtung kommen kann und uns spotten kann. Und das wäre natürlich nicht so sinnvoll. Also Omaha haut jetzt ab, das heißt, da können wir nicht viel machen.
außer sie jetzt höchstens aufmachen. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Hauptaufgabe eines Zerstörers ist tatsächlich, die Ziele aufzudecken. Also es ist nicht so, boah, geil, ich muss Schaden machen oder sonstiges. Das Wichtigste, was ihr in diesem Spiel machen müsst als Zerstörer, ist einfach die Schiffe aufklären, damit euer Team fungieren kann. Gerade wenn ihr zum Beispiel in der Division spielt, ist es ziemlich praktisch. Da sage ich auch ganz ehrlich, Leute, egal ob in Division oder nicht, wenn ihr einen Kreuzer da habt und vor allem einen Kreuzer zum Beispiel mit Radar, wirklich nutzt euer Nebel oder eure Nebelwand, gerade zum Beispiel, wenn ihr Amerikaner spielt oder so, da ist es wirklich sehr, sehr sinnvoll und nebelt eure Radarkreuzer ein, weil die sind das Wichtigste im Spiel. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie wichtig Radarkreuzer sind. Und die zu schützen, gerade mit Nebelwand, da ist auch ganz wichtig, wirklich die Werte zu wissen, wann geht zum Beispiel der Kreuzer im Nebel auf und so weiter und so fort. Dazu werde ich übrigens auch nochmal ein Video zeigen, wie zum Beispiel jemanden im Nebel richtig torpedieren und so weiter. Das kommt alles noch. Aber jetzt fangen wir erstmal hier an im Prinzip mit der Fubuki, beziehungsweise einfach mit den Japanern. Wie torpediere ich mit denen richtig? Gerade weil es einfach wirklich Torpedoboote sind, zumindest die Kagero-Reihe. Und ihr seht, ich habe wieder alle 3 verschieden geworfen. Das heißt, dass wahrscheinlich zu, sagen wir mal, 80% ein Torpedo oder zumindest ein Torpedowerfer richtig treffen wird. Und ihr seht, er dreht auch schon raus, also er merkt, oh, da kommt was angerollt. Kann also passieren, dass mindestens einer eventuell trifft. Sieht auch ganz gut aus. Wenn er nicht ganz raustritt. Aber nein, er kriegt den. Inklusive Flooding. So, nachdem es natürlich jetzt das letzte Schiff ist, jetzt können wir natürlich auch mal schießen. Weil jetzt ist es sowieso egal, wir sind in der Überzahl. Jetzt können wir auch mal schießen. Und ihr seht, wir haben eine sehr, sehr hohe Nachladezeit. Und tatsächlich, wie vorhin auch schon erwähnt, die Japaner haben einen sehr, sehr hohen Alpha-Schaden. Also das ist gar nicht mal so unbeachtlich. Allerdings einfach diese hohe Nachladezeit. Und deswegen nutzt man die Japaner einfach größtenteils als Torpedoboote. Haben auch gleich wieder die Torpedos nachgeladen. Wir sehen auch schon wieder, er dreht. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht unbedingt hier in seine Reichweite kommen, weil sonst macht er uns auf und das tut sehr, sehr weh. Weil wir haben hier auch noch nicht das so wie am PC, dass zum Beispiel die Schlachtschiffe nur noch so und so viel Schaden auf eine DD machen können. Okay, wir kommen jetzt nicht über die Insel, das heißt, ich lob jetzt hier gleich die Insel. Ein bisschen traurig. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht direkt gegen die nächste Insel dockern. Aber den dürften wir wahrscheinlich rausbekommen, wenn nicht sogar ein Schlachtschiff davor. Wenn nicht sogar ein Schlachtschiff davor ihn zerstört. Aber es sieht ganz gut aus. Also ein Torpedo dürfte wahrscheinlich treffen und damit ist er auch tot. Wow. Okay, hat keiner getroffen. Egal. So, jetzt nebeln wir uns ein, weil ihr seht, er guckt auch schon auf uns. Sieht uns jetzt auch an. Okay, hat sich erledigt. Er ist tot. Das ist einfach mal so ein kleines Video, wie zum Beispiel nutze ich japanische Ideen. Aber jetzt einfach mal die Spielweise erklärt, warum mache ich dies, das, jenes. So funktionieren die japanischen DDs und das ist egal, welchen ihr nehmt. Wirklich, Leute, spielt es so. Das Wichtigste einfach bei den DDs ist zum einen spotten, zum anderen cappen, wenn natürlich Caps vorhanden ist. Dazu werde ich übrigens auch noch ein bisschen was sagen zum Thema Cappen. Das sage ich dann im nächsten Video mit der nächsten Klasse, vorausgesetzt wir kriegen vielleicht auch mal ein Gefecht, wo eben einfach Herrschaftsmodus ist. Dann zeige ich euch, wie man cappt und warum man so cappt und so weiter. Und dann hoffe ich, dass das euch jetzt sehr hilfreich war. Ihr dürft natürlich auch gerne sagen, ob nein oder schon oder sonstiges. Und das ist alles zum Thema japanische Zerstörer.